So, okay, wie ihr sehen könnt, nächste Nintendo Direct, wir haben wieder September. Und ich bin sehr, sehr gespannt. 40 Minuten gibt's Infos zu den nächsten Spielen von Nintendo. Leaker haben die Direct schon, weiß ich nicht, seit einer Woche oder so vorausgesagt. Ich meine, das war jetzt auch keine allzu große Überraschung, dass im September eine Direct kommt. Das glaube ich seitdem Nintendo die Directs macht, immer so gewesen. Zwischenzeitlich in Corona ja mal aufgehört, aber ansonsten immer im September eine Direct gehabt. Ich sag, wir werden die Nachfolgerkonsole noch nicht sehen, weil das irgendwie keinen Sinn ergeben würde. Ich glaube trotzdem, dass sie nächstes Jahr kommen wird. Wann genau nächstes Jahr? Keine Ahnung. Aber die haben ja auch offen schon gesagt, dass sie die so spät es geht ankündigen werden. Also einen minimalen Zeitraum zwischen Ankündigung und Release. Dafür werden wir heute höchstwahrscheinlich Donkey Kong wiedersehen. Leider nur ein Mario vs. Donkey Kong Spiel. Zumindest hat das ein Leaker so gesagt. Genauso wie F-Zero. Das glaube ich noch nicht so ganz. Das wäre krass, weil sich viele, viele alte Fans das wünschen. Das war leider vor meiner Zeit. Also ich kann damit nichts anfangen. Ich habe damals die F-Zero-Teile nicht gespielt, aber das wäre schon krass, wenn Nintendo diese Reihe zurückbringen würde. Deswegen, also so ganz glauben kann ich es noch nicht. Wir werden jetzt sehen, ob die Leaks stimmen, ob die Gerüchte stimmen oder was jetzt hier kommt. Bin gespannt. 2 Minuten lang geht's los. Ich meine, wir haben ja wahrscheinlich keine Zuschauer, aber bin einfach gespannt, was kommt. Die letzte Direct war im Juni oder Juli, glaube ich. Damals wurde ja Mario Bros. Wonder und das Mario RPG Game vorgestellt, die ja jetzt im Oktober bzw. November erscheinen werden. Es kommt ja, glaube ich, auch noch eine Special Switch damit raus. Und deswegen würde es alleine deswegen keinen Sinn ergeben, wenn die jetzt heute die Switch 2 ankündigen würden. Damit lassen die sich definitiv noch Zeit. Wenn sie die überhaupt noch in diesem Jahr ankündigen oder Anfang 2024. Wir werden es sehen. Aber ich bin hyped. Ich bin sehr, sehr hyped. 40 Minuten Direct von Nintendo hauptsächlich zu Spielen, die noch in diesem Winter erscheinen sollen. Aber das wird definitiv auch darüber hinausgehen. Ich bin gespannt, weil die werden definitiv was Neues ankündigen. Die werden jetzt nicht nur über schon bekannte Titel sprechen. Und wir haben ja für die nächsten 2 Monate was für Dezember. Ich weiß gar nicht, ob da noch irgendwas geplant ist. Ja, und dann nächstes Jahr bin ich gespannt. 40 Minuten ist eine lange Zeit. Wird natürlich auch ein bisschen was mit Indie-Games und so weiter sein, was recht uninteressant ist. Oder japanische Games. Ich glaube, Pokémon hatte jetzt auch noch irgendwas Neues. Da wird vielleicht auch was kommen. Aber ansonsten bin ich hyped. Let's go. Oh Mann, ey. 30 Sekunden noch. Ich weiß nicht, ich glaube, ich bin ein bisschen verzögert tatsächlich. Aber ist egal. Ich hoffe nur, dass wir jetzt gleich auch Ton haben. Also den Ton der Präsentation. Ja, sonst noch irgendwelche Vermutungen. Ich glaube, also Mario Kart Tour wurde ja jetzt eingestellt. Ich glaube trotzdem, also dazu werden wir definitiv nichts sehen. Da könnte man über die Switch 2, wenn man darüber redet, nochmal spekulieren, was da zum Launch, als Launch-Line-Up kommt. Aber ansonsten... Peggy 18. Okay, jetzt geht's los. Peggy 18 ist schon mal eigentlich ein gutes Zeichen. Ah, Splatoon. Hast du nichts zu tun? Nee, ich habe nichts zu tun. Nee, ich bin gespannt, was die heute ankündigen. Das jetzt hier, das reizt mich nicht so. Also damit kann ich wirklich gar nichts anfangen. Aber es sieht interessant aus, mal was zu
anderes. Ich glaube, das ist so ein DLC, den die dafür angekündigt hatten. Und man dann aber auch nichts mehr gehört hatte. Aber gefühlt haben die im dritten Teil auch nichts Neues gemacht. Also der erste Teil, klar, war eine neue IP, neues Kampfsystem, sag ich mal. Und mit den Pferden und so weiter. Aber der zweite Teil hat darauf aufgebaut, der dritte Teil. Game Sound ist zu laut. Ich höre dich kaum. Ja, okay, machen wir es so. Aber es sieht interessant aus. Ich werde es halt trotzdem nicht anfassen. 任天堂ダイレクトの案内役を務めます高橋です。最初にご覧いただいたのはスプラトゥーン3のエキスパンションパス第2弾サイドオーダーの映像です。本作は秩序の塔を舞台にプレイヤーの能力を強化しながら攻略していく内容で繰り返し何度も遊べる一人用のゲームモードとして開発を進めています。配信時期は2024年の春以降を予定していますので、もうしばらくお待ちください。それではヘッドラインをご覧ください。So, schauen wir mal. Oh nee, tatsächlich. Die Gerüchte sind wahr. Mario vs. Donkey Kong, ey. Das kann ich doch jetzt nicht im Ernst machen. Oh mein Gott. Ey. Ja gut, damit konnte man schon rechnen, das haben viele gesagt, dass das kommen wird. Aber ein richtiges Donkey Kong, ein Jump'n'Run, 2D oder 3D, das wäre doch mal was. Wobei es gar nicht so schlecht aussieht. Also ein bisschen größer als damals die alten Games. That monkey's tail looks a little suspicious though, doesn't it? If Mario does this, now he can get across and safely grab the key. Platform too high? Reach it with a handstand jump or a backflip, like that. Aber da werden die safe auch so einen Level-Editor einbauen, dass die Fans eigene Levels bauen können. Ich glaube, das ging früher auch, halt nur nicht online, dass du die lokal gebaut hast. Und ein Multiplayer wäre auch geil. Ja, ich sag's gerade. However you choose to puzzle your way through, it's up to you to recover the toys. Geil wäre dann auch, wenn es wirklich so Level gibt, die du nur zu zweit, dritt oder viert lösen kannst. Na, hat man jetzt leider noch gar nicht so viel von gesehen. Guide Sargon as he sets off to save the Prince of Persia and restore the world's balance. Tapping into the roots of the Prince of Persia series, this game features 2D, side-scrolling action-adventure gameplay. Dash through breathtaking environments in a mythological, Persian-inspired world. But don't linger too long if you hope to survive. Harness sword and bow techniques, as well as time powers, to best these hostile lands. As your journey progresses, Sargon will grow stronger and learn new abilities that expand his arsenal. Equip amulets to further boost your abilities, among other perks. The number of amulets you can equip is limited though, so choose wisely. Use everything at your disposal to navigate this harsh world and defeat the mythical beasts that stand in your way. Get ready to save the prince and discover the mysteries of Mount Kaf.
when Prince of Persia: The Lost Crown launches on Nintendo Switch January 18th. You can receive the in-game Warrior Within outfit by pre-ordering the game from Nintendo eShop. These games will help you chase your passions. Rev up for true arcade Digga, was ist das für ein Handyspiel? Chase 2. Speed through stunning environments, each with its own dynamic art style, while overtaking your rivals on the road. Play the main campaign to unlock vehicles, courses, and more. You can also upgrade your vehicle and style it to fit your high-octane needs. Itching for more racing action? Up to 4 speedsters can das put leckt the doch so pedal to the enorm. metal in couch co-op or online. Ja, Go sieht richtig full flüssig throttle in Horizon Chase 2, launching on Nintendo Switch shortly after this presentation. Ich frage mich, wie viel sowas Warm up for kostet. musical mayhem in this rhythm-based adventure. Time your button presses with the music to solve puzzles and battle bosses. Over 30 thrilling tracks await, including music from iconic Konami games. Up to 4 friends can battle it out in versus modes or jam together in local or online play. Super Crazy Rhythm Castle launches on Nintendo Switch November 14th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Anya Forger has a new assignment from school, creating a photo diary. On weekdays, you'll head to class, then enjoy family time in the evenings. On days off, you can visit all sorts of exciting places, like the beach or an art museum, in search of subjects to photograph. How will you spend your time with friends and family? And what kind of photo diary will you help Anya make? Spy Anya: Operation Memories launches on Nintendo Switch next year. Mario's first RPG adventure returns. Super Mario RPG is back with updated graphics. Let's go over some new and returning gameplay features. Time your button presses with action commands to increase damage dealt or decrease damage received. When you time your attacks perfectly, you can now damage all enemies at once. Ich hoffe nur nicht, dass es so ewig dauert, das Game. Every successful action command will fill this gauge. When it's full, you can darauf habe ich nicht so viel Lust. Depending on your current party, the move will change, so experiment with different combos. During your adventure, you'll encounter bosses with colorful personalities. After clearing the game, you can fight some of them again. But these powered-up bosses aren't gonna be easy. Set off for adventure with Mario and Friends when Super Mario RPG launches on Nintendo Switch November 17th. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. Aber echt viel Mario, ne, in nächster Zeit. Hey. Look alive. Kenne ich nicht. We're almost there. The Nintendo DS game Another Code: Two Memories returns on Nintendo Switch. One day, a young girl named Ashley receives a letter from the father she thought had passed away. Seeking answers, she sets off for the solitary Blood Edward Island in search of him. Once there, Ashley encounters puzzles and obstacles that hinder her investigation. Can you see me? She also meets a mysterious boy. What truths await Ashley in this place? And no matter how hard I try, I can't remember Dad's face. Who are you? Another Code R: Journey into Lost Memories, the sequel to the original game, is also included. So this is like Juliet, huh? Play both games to experience the full story. Unravel both adventures,
fully enhanced for Nintendo Switch when Another Code Recollection launches January 19th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Nintendo DS と Wii で発売した2つのアナザーコードがグラフィックはもちろん全てを一新してアナザーコードリコレクションとして Nintendo Switch に登場します。発売までもうしばらくお待ちください。続いてはこちらをご覧ください。Das Peach Game, oder? Oder das Wonder Game? One day, a loyal toad presented Ey, a da bin ich flyer gespannt. advertising a show at the Sparkle Theater. Princess Peach and some toads went to go see it, but then Davon weiß man noch gar nichts. the Wicked Grape and the Sour Budge suddenly made their grand entrance and Naja, took Character center ist immer stage. gut. Oder meistens. Now it's up to Peach and the theater's guardian Stella to save the play and the day. This perfect performance has become a terrible tragedy. Luckily, Peach can use the power of Stella's ribbon to face off against the Sour Bunch. The ribbon alone won't always cut it, though. So let's do this. Whoa! Peach transformed into Sword Fighter Peach. Toll. By transforming, she can use fantastic show-stopping abilities. Fend off the Sour Bunch with sensational swordplay. Can Peach save this performance and its performers? There are more stolen shows to save. Valuable artifacts from this museum have gone missing. Become Detective Peach, investigate clues, and track down who did Ey, das it. sieht jetzt echt sogar ganz gut aus. Desserts have been snatched from this sweets festival. Turn into Patissiere Peach and save it from a sugar crash. The Sour Bunch got their hands on this martial arts school. Become Kung Fu Peach and take it back from these foul fiends. Many other transformations are just behind the curtain. The stage is set. Our leading lady is ready for the spotlight. Sehr abwechslungsreich. Princess Peach, Showtime. 22. März, okay. Ey, die hauen aber zum Ende der Switch nochmal richtig raus, Nintendo. Jetzt haben wir wieder gefühlt jeden Monat ein geiles Game. Wie damals zur Anfangszeit. Princess Peach Showtime. Princess Peach Showtime です。映像で紹介した変身以外にも Ich meine, mit den Verwandlungen, das hatten wir jetzt in Odyssey, in einem Mario Bros. Wonder, jetzt hier. Aber es ist ja auch geil, muss man sagen. A new saga begins. A multi-layered RPG full of rich stories awaits in Saga Emerald Beyond. There are 6 heroes to choose from. A young man who fights with sentient puppets. A witch disguised as a schoolgirl to mask her identity. A crime-fighting duo chasing down a mysterious organization. A songstress mech who lost her voice and body. And a king of darkness who was recently reawakened. Select a hero, then follow their journey through 17 interconnected worlds as they strive to achieve their goals. How the story unfolds is in your hands. The choices you make can unlock different paths, more than ever before seen in the Saga franchise. Fight in timeline battles, turn-based combat in which turn order is crucial to victory. Use special techniques to control the order of actions, or activate team combos to swing the tide of battle in your favor. Saga Emerald Beyond launches on Nintendo Switch next year. The legendary Raider returns.
The first 3 Tomb Raider games, all with upgraded visuals, are venturing onto Nintendo Switch in one daring collection. As the fearless archaeologist, Lara Croft, you'll travel the world and face off against deadly foes and even deadlier legends. Climb, backflip, and swan dive through perilous quests spanning different countries and mythologies. Weil es geht Along the sogar. way, you'll solve puzzles to uncover treasures of the ancient world and unravel Also wie die das mysteries überarbeitet lost to haben. the ravages of time. This faithfully remastered trilogy comes with all of the expansions and secret levels for each game. You can also toggle between the original polygon look Okay, das and ist cool. the upgraded visuals at any time. Tomb Raider 1 through 3, remastered starring Lara Croft, launches on Nintendo Switch February 14th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. This detective's got a second bolt Nee, of das braucht auch brilliance. niemand. Every great detective starts their day early. This is Rhyme City, a place where humans and Pokémon coexist. The detective duo Ich hoffe, dass noch of irgendwas Pikachu anderes zu Donkey Kong kommt, and ey. his partner Tim Ich meine, er war im Film dabei, der investigate various cases ist in diesem while Nintendo searching Park for dabei Harry, und wir haben Tim's seit missing father. 9 Jahren kein Tim interviews richtiges people. neues Donkey Kong Spiel Pikachu bekommen. interviews Pokémon, Und and jetzt they bekommen wir find the Mario truth vs. Donkey together. Kong. Das kann die doch nicht bringen. They'll also rely on Also ich other glaube, das ist ein Pokémon kleiner to Troll broaden the scope von of their Nintendo, der kommt investigations. nächstes Jahr Follow vielleicht für die Sense with neue Growlithe. Konsole. Smash Hauptspiel. rocks with Darmanitan. And peer through walls with Luxray. Oder vielleicht noch am Ende heute. Das wäre für mich persönlich ein richtiger Banger. All the mysteries and find Harry? Von F-Zero haben wir bisher auch noch nichts. Find Oder out die nehmen when das Detective als Pikachu returns. letztes Launches on Nintendo letztes Switch Game. October 6th. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. This game's a real toot. Digga. Raise your brass for the quirky rhythm game Trombone Was ist Jam. das? Play the notes in time with the music as best you can. But how you play that horn is up to you. You can use gyro controls to adjust the pitch up and down. Or the IR motion camera on the right Joy-Con controller. Digga, das ist so Controls are komisch. pretty unique. And mastering every control scheme won't be a walk in the park. Honk your way through nearly 50 songs spanning various genres, from classical to electronica and everything in between. Plus, up to 4 musicians can band together in local Weil multiplayer. es echt witzig aussieht, muss man sagen. Trombone Champ slides onto Nintendo Switch shortly after this presentation. Wird aber wahrscheinlich nicht kostenlos sein. Battle your way to victory in these Nintendo Switch games. 10 teams of 3 will duke it out for survival in this online battle royale brawl. Aber bisher echt eine gute Präsentation. Muss man Knock your sagen. opponent's health down to 0 and deliver a finishing blow, or shove them off the collapsing terrain to win. Choose from 15 heroes, each inspired by a different mythology. Work with your allies to be the last team standing. Battle Crush is free to play and launches first for consoles on Nintendo Switch next spring. A closed beta test will be available this October. Lead your mercenaries to fame and fortune in this open-world tactical RPG. Take up various contracts, from protecting townsfolk from thieves to vanquishing the land's most notorious figures. Before battle, equip your mercenaries with the best gear and skills to claim victory and live to see another day. Up to 4 players online can jointly command a troop and journey together across this vast world. War Tales launches as a timed console exclusive on Nintendo Switch shortly after this presentation. Run and gun in this reimagining of the beloved NES Oh. classic, Contra.
Blast through explosive stages with a devastating arsenal of weapons to crush the Red Falcon Habe ich auch schon mal was forces. von gehört. Spring into action with easy pick-up and play controls and a variety of difficulty options. This reimagining from Konami and WayForward features new weapons, enemies, powerful super attacks, and a 4-player co-op mode. Contra Operation Galuga storms onto Nintendo Switch early next year. Liberate your kingdom. Reclaim your destiny. 'Tis a grievous tale which speaks of Fevrith, one of stolen destiny, stolen minds, and stolen nations. Yet as the world stands consumed by immense evil, a fallen prince shall rise again, ring of legend lighting his path. That is the Ring of the Unicorn, ancestral treasure of Cornia's royal lineage. Legend speaks of your ancestors wielding it to purify evil. Yet the answer is clear as day now. The path before us is laid bare, and all that remains now is to walk it. Walk it I will, Mother. Freely traverse an expansive world. Gather new allies, forge your bonds, and lead the liberation to glorious victory. Cultivate a grand army with over 60 unique characters, from humans and elves to massive beasts and heavenly angels. Today marks our first foray into the mists of despair which hang heavy over our home. It may take days, months, or even years, but I shall see the duties of my bloodline fulfilled. Atlas and Vanillaware present the rebirth of tactical fantasy RPGs. Unicorn Overlord. Available March 8th, 2024. Oh, ach, das Remake im zweiten Teil. Oder Remaster. Schade. Ich dachte erst. Aber stimmt, das bekommen wir ja auch noch. Auch wenn die da wahrscheinlich nichts mehr am Spiel an sich anpassen werden. Es wäre natürlich perfekt, wenn die so eine zusätzliche Villa da reinbringen Luigi's würden. Mansion 2 HD. Oder kommt jetzt noch was? Welcome to Evershade Valley. Ich glaube, die promoten das A einfach place that's nochmal. screaming and teeming with the supernatural. Richtig geiles Game. Luigi, our faint of heart hero, was sent here to check it out. Time for some mansion mayhem. No spooky adventure is complete without this vacuum-like device, the Poltergust. Use it to light up dark areas, vacuum up objects, and interact with the environment. It's a handy tool for your paranormal escapades. Plus, when you spot a ghost, pop! You can stun them with the strobe bulb, then vacuum them up. You can even grab multiple ghosts at once. In this game, you'll find ghosts haunting, a former plant research lab, a broken down clock factory that's full of sand, a mine covered in ice and snow, Die war geil. and even more places. These troublemakers will use every trick in the book to block your path. Can Luigi summon his courage and save the day? Looking for other ghost hunters? Up to 4 players online can do some exercise across different multiplayer modes. Luigi's Mansion 2 HD creeps onto War Nintendo erst Switch next Sommer summer. 24. いかがでしたか？ここで皆さんに2つのお知らせがあります。1つ目ですが、こちらの映像をご覧くだ Metroid さい。 Prime 4. Jetzt. Shadow Loop. Nee. Alter. 大きなハテナブロックが見えてきましたが、実はこのハテナブロック、現在京都府宇治市に建設中の任天堂資料館の屋上に描かれているものなんです。 Ach nee. この資料館の正式名称は任天堂ミュージアム Boah, に決まりました。
任天堂ミュージアムはその名の通り、今までに発売されたさまざまな任天堂製品を展示する施設になりますが、現在2023年度の完成を目指して建設を進めています。オープンの時期など詳細については改めてお知らせしますので、もうしばらくお待ちください。2つ目はアミーボに関するお知らせです。Oha, ja stimmt, die gibt's ja auch noch. ゼルダとガノンドルフの発売日が11月3日に決定しました。そしてゼノブレイド3のノアとニオは2体1組のセットで2024年1月19日に発売します。さらに新たなアミーボとして、大乱闘スマッシュブラザーズスペシャルから空の発売が決定しました。これによってスマブラスペシャルの全ファイターがアミーボに勢ぞろいします。発売は2024年を予定していますのでお楽しみに。以上、お知らせでした。続いてはこちらの映像をご覧ください。Ey, tatsächlich, F-Zero. Ich krieg zu viel. Als ob. Nee, ne? Weiß ich nicht, seit 20 Jahren oder so. Nein, nicht, nein! 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 Ich dachte, die machen Neues. Aber die nehmen einfach das Alte und machen Battle Royale daraus. Ich dachte, wir kriegen jetzt Neues. Oh, was eine Enttäuschung, ey. Vielleicht habe ich das auch irgendwie falsch verstanden, aber ich dachte jetzt echt, wir kriegen entweder ein Remake, ein geiles, oder ein komplett neues F-Zero. Aber komm, vielleicht ist das ja ein Schritt in die richtige Richtung, dass wir in Zukunft noch was Neues bekommen. To boost up to a special path called the Skyway. It's your best chance at bypassing your rivals and jumping into a higher position. Complete goals while you're racing to unlock cosmetic options for your machine. Weiß ich nicht, ob ich das gut finde. Ich meine, klar, besser als nichts, aber man hat sich natürlich was anderes gewünscht. F-Zero 99 will be available exclusively for active Nintendo Switch Online members shortly after this presentation. 30年以上の時を経て F-Zero がバトルロイヤルになって蘇ります。任天堂スイッチオンラインに加入していると購入できるこのスーパーファミコンのコントローラーにももちろん対応しています。ぜひ1位を目指して挑戦してみてください。それではヘッドラインをご覧ください。One little hero, one humongous problem. Welcome to Bandle City, a whimsical land inhabited by small fuzzy beings called Yordles. After a party gets a little too wild, the portals holding the land together collapse and throw everything into chaos. It's up to you and your knitting magic to stitch Bandle City back together. Journey across the land to gather materials and craft items and meals for the locals. As you continue gathering and crafting, you can weave together new upgrades by unlocking more branches of the skill tree. Enchant your experience even further by embarking on quests and hosting festivals for the community. Can you save Bandle City? And what mysteries will you discover during your magical adventure? Bandle Tale, a League of Legends story, launches on Nintendo Switch next year. Wait, did you hear that? Join best friends Nunu and Willem on a journey across the frozen wilds of the Freljord. Jump, climb, and sled your way through a beautiful yet treacherous land, where every step taken and each puzzle solved will bring you closer to the truth about these friends and their past. Song of Nunu, a League of Legends story, launches first on Nintendo Switch November 1st. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation.
Let's move into formation. Stimmt, da war ja auch noch was. Willkommen auf Party Party. This tropical resort contains tons of microgames that'll get your body moving. In each microgame, you'll get into a specific pose called a form. Copy the form shown, then perform the correct action as quick as you can. Hand mark. The microgames will come one after another, so look alive. Plus, up to 4 players can battle it out in party mode. Reach the goal without getting caught by Medusa. Freeze! Or settle the score in an arena to be the last one posing. With over 200 lightning-fast microgames and multiplayer modes aplenty, everyone's in for a wacky time. WarioWare Move It launches on Nintendo Switch November 3rd. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. A heroic tale will soon unfold. Lead an army of over 100 heroes into battle and put an end to an empire's invasion. Meet Noah, a humble villager. Sane, an officer from the Empire. And Marissa, a forest guardian. These 3 band together to fight for a common goal. On their journey, they'll meet a variety of heroes who can join their cause. This is your home base, known as the headquarters. As allies join you, additional facilities will become available. You'll be able to tend crops, open shops, and more. Each hero you encounter has their own backstory and motivation. They may not always get along at first, but these conflicts may strengthen the Dino, bond Preisleistung ist wie between immer top bei heroes. Nintendo. Wie meinst du das? Also allgemein? Betrayal, Dem kann ich zustimmen. justice, and truth. A heroic tale will begin when Eiyuden Chronicle 100 Heroes launches on Nintendo Switch. Das sind die April einzigen, wo 23rd. die zumindest die Hauptspieler nie im Preis sinken. Participate in some pixel-perfect play. Das ist echt krass. Next stop, Octopia. Travel to a charming parallel world in this paid DLC for Eastward. Help Sam and John turn the pages of a new chapter as they adjust to country life in a mountainside village. Tend to livestock. Whip up culinary delights for your neighbors. And restore buildings to help the village thrive. And if you're new to Eastward, don't worry. You can access the DLC even if you haven't played the main story. Eastward Octopia ventures onto Nintendo Switch this winter. Get back into the groove. In this sequel to Wargroove, charge across 3 tactical campaigns with valiant factions, including a new Mousefolk faction, the Fari. Plus, you can now supercharge your commander's groove to unleash devastating attacks. Lead a roguelike offensive in conquest mode. Battle friends locally or online. Or create and share your own cutscenes and campaigns. Wargroove 2 marches onto Nintendo Switch as a console exclusive October 5th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Dive and catch fish by day. Then serve them as sushi by night in the aquatic adventure, Dave the Diver. Use the fish you've caught to concoct recipes and create the day's menu. Then tend to the clamoring customers at your sushi restaurant. Explore an ever-changing underwater world to find the best ingredients and strive to exceed culinary expectations. Eigentlich voll die gute Dave Idee. the Diver launches first for consoles on Nintendo Switch October 26th. Pre-orders and a free demo swim onto Nintendo eShop shortly after this presentation. The final wave is Stimmt, racing das haben wir in. ja auch noch.
Here's a sneak peek at Wave 6, the final wave of the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass DLC. From Mario Kart Wii, Daisy Circuit. More returning characters are also being added in Wave 6. Jawohl, Diddy From Mario Kong. Kart Double Stark. Dash, Diddy Kong. From Mario Kart Als Wii, ob. Funky Kong. Aber komm, dann kommt doch safe irgendwann ein Donkey Kong-Spiel, wenn jetzt selbst in Mario Kart den Funky Kong reinpacken. And from Mario Kart Tour, Pauline. And also, Keychet. Kenne ich überhaupt nicht. Wave 6 of the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass drives onto Nintendo Switch this winter. This DLC can be purchased on its own, while active Nintendo Switch Online Plus expansion pack members can also enjoy it at no additional cost. Plus, a physical version of the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass DLC, bundled with some extra goodies, is racing into stores October 6th. Ja, guck mal, da bekommst du ja auch nur den Gamecode. Also, Something new is among us. okay. This new map for Among Us is free and launches this October. いかがでしたか？ここまで任天堂ダイレクトをご視聴 Okay, いただ eine き Sache あ bekommen り wir が noch. とうございます。さまざまなタイトルをご紹介してきましたが、 Achso, 9月以降 oder に auch nicht. 任天堂から発売するタイトルをまとめたダイジェスト映像をご用意しましたのでご覧ください。これから発売するタイトルをお楽しみに。次が最後の映像となります。 Okay, ご keine 覧くだ Ahnung. さい。 Müsst ihr jetzt noch droppen? Schon wieder was mit Mario? Bisschen zu viel, finde ich. Paper Mario. Ist das das erste Paper Mario? Oder Paper Mario 2? Alter. Ja, das ist Paper Mario 2. Oh mein Gott, absolutes Fangame. Ey, nee, ne? Ey, seit wann hört Nintendo so auf die Fans? Geisteskrank, ey, aber davon hat keiner was gewusst. Alter, die Fans werden gerade ausflippen. Und ich freue mich auch. Ich habe das Spiel nie gespielt. Kann ich das auf jeden Fall mal testen. Ja, das ist... Also viele sagen, dass das so geil sein soll, das Game. Dass die Charaktere da so Persönlichkeiten haben und so weiter. Ey. Von Nintendo, ey. Aber extrem viel Mario. Wir haben jetzt dieses Jahr noch 2 Spiele. Nächstes Jahr, wenn man Mario vs. Donkey Kong mitnimmt. Auf jeden Fall ein Spiel, das ist dann das zweite. Bin gespannt, wann das rauskommen soll. Ich sag Sommer nächstes Jahr.
Und dann kommt die nächste Nintendo-Konsole, die Switch 2 danach. Ey, aber Respekt, ey. Wahnsinn. Also wirklich, zum Ende der Switch performt Nintendo nochmal auf dem allerhöchsten Niveau. Die letzte Präsentation war gut, diese hat das Ganze, glaube ich, nochmal getoppt oder zumindest genauso gut. Ey, zum Schluss wieder mal richtig was rausgehauen an geilen Titeln. Ja. Und jetzt Release. Wann? Okay, 2024. ゲームキューブで発売したペーパーマリオ RPG がグラフィックを新たに登場します。当時遊ばれた方はもちろん、まだプレイしていない方もマリオたちとペラペラな世界を冒険してみてはいかがでしょうか。今回の任天堂ダイレクトは以上となります。ご視聴ありがとうございました。Sehr, sehr gut. Gefällt mir. Highlight war auf jeden Fall das zum Schluss. Dann... Device, the Poltergust. Das war Use noch it to gut. light up dark areas. Ja, das sah auch interessant aus. In each stage, Wenn das, glaube ich, an eine sehr junge Zielgruppe gerichtet ist und ich deswegen nicht weiß, ob mich persönlich, aber ich werde auf jeden Fall mal reinschauen. observe and act to Und dann collect vor allem das Peach Game, das hat mich. loyal Hätte ich nicht gedacht. fudge. Das sah echt interessant aus. Peach, ribbon of Verschiedenen Verwandlungen. trans Da können die auch echt sehr, sehr viel machen. Es ist halt nur die Frage, wie komplex es dann innerhalb dieser Verwandlung ist, ne? Wenn das so nur an der Oberfläche ist, dann ist das ein bisschen lame. Aber wenn das dann doch ein bisschen herausfordernder wird, The Sour Bunch got their hands on dann könnte das echt geil werden. curtain. Princess Peach So, was hatten wir Showtime noch? makes its debut on Nintendo Switch. Ich glaube, das waren die March Highlights. 22nd. Pre-orders begin on Nintendo eShop. Ja, F-Zero weiß ich Shortly after nicht. this presentation, Habe ich mir tatsächlich mehr erhofft, because als bekannt war, dass F-Zero reinkommt. In die Direct. Ja, und dann am Ende noch die Bombe. Ja, schön, schön. Gute Präsentation. Ja, das war's mit dem Stream. Guck mal, heute Abend ist, glaube ich, auch noch eine State of Play von Sony.